Moin! Dieses Video ist eigentlich völlig unnötig, denn ich stelle euch neue Reifen vor, obwohl ich mit meinem Specialized Pathfinder total zufrieden bin. Aber eigentlich sind meine Lieblingsreifen die Conti Terra Speed. Ich wollte nur letztes Jahr für den Tuscany Trail was super Stabiles haben und bin deswegen auf Specialized Pathfinder umgestiegen und die haben mich auch tatsächlich nicht enttäuscht. Aber wie gesagt, eigentlich stehe ich auf die Terra Speed, weil die einfach super schnell rollen und super komfortabel sind. Und jetzt gibt es sie in 45 mm Breite, ganz neu. Und da dachte ich mir, teste ich doch nochmal die Terra Speed in super breit. Obwohl sie eigentlich nicht in mein Rad reinpassen. Das ist nämlich nur freigegeben für 42 mm Reifen. Aber ich glaube, das geht gerade noch so. So, bevor ich die verbaue, ein paar Fakten. Also natürlich 45 mm breit, deswegen heißen sie auch so, statt 42 bei meinen Pathfindern. Wobei die Pathfinder bauen auf meinen 24 mm Felgen auch schon 45 mm breit. Ich bin mal gespannt, wo ich dann hier gleich mit den Terra Speed lande. Wiegen sollen die Terra Speed 490 Gramm. Tun sie aber nicht, wiegen 540 Gramm, beide. Also so zwischen den Pathfinder S-Works und den normalen Pathfinder. Gibt es im Gegensatz zu den schmaleren Terra Speeds ausschließlich in Black transparent. Ich würde es eher schwarz-braun nennen. Also genauso wie die S-Work Pathfinder. Sehen auch irgendwie genauso aus und gibt es beide nur in dieser Farbe. Also wenn man jetzt ganz schwarze Reifen haben will, dann ist man hier raus. Der Preis, unverbindliche Preisempfehlung 65 €, gibt es aber deutlich günstiger in diversen Läden. Damit ist der ähnlich teuer wie der Pathfinder S-Works. Und ja, weswegen ich sie mir natürlich eigentlich gekauft habe, laut Bike Rolling Resistance rollen die Reifen deutlich schneller als die Pathfinder, immerhin 5 Watt. Und ich bilde mir ein, dass ich das auch gemerkt habe mit den schmaleren Terra Speeds. Und die sind tatsächlich, haben noch weniger Rollwiderstand als die 40 mm Terra Speed. Ich bin gespannt. So, Montage war total einfach, haben sofort dicht gehalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich lasse die jetzt mal über die Nacht noch so stehen, die Reifen, und hoffe, dass auch morgen noch die Luft komplett drin ist. Und dann geht's raus in die Sandkiste. Ja, interessanterweise bauen die sogar etwas schmaler als meine Pathfinder Pro, nämlich 44 mm und nicht 45 mm. Ja, aber ich glaube, da werde ich keinen großen Unterschied merken. Also, dann sehen wir uns gleich draußen. Ab in die Sandkiste. Mal schauen, wie sich die Reifen hier schlagen. Tja, das rollt sich hier super durch Land. Bin erstaunt. Wow. So, und weil heute so cooles Wetter ist, machen wir mal das Fazit draußen. Also erstmal, die Reifen passen wunderbar in meinen Backroad rein. Also weder vorne noch hinten irgendwelche Platzprobleme. Da ist immer noch so ein ganz bisschen Luft, aber ich glaube mit 45 reicht es dann auch mal.
Ja, und nach so 50 Kilometern ein erstes Fazit. Ich bin total überrascht. Also tatsächlich rollen die viel schneller als meine Pathfinder. Sollen sie auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das merke, aber fühlt sich jedenfalls viel schneller an. Und auch eine ganze Ecke komfortabler. Also 2 große Pluspunkte für TerraSpeed 45. Panne hatte ich jetzt natürlich noch nicht. Also das ist ja mein Punkt 1 Kriterium bei der Reifenwahl. Kann ich noch nicht zu sagen. Aber aus meiner Erfahrung mit meinen bisherigen schmaleren TerraSpeeds weiß ich zumindest, dass sie nicht so lange halten werden wie die Pathfinder. Also so eine Saison und danach sind die wahrscheinlich durch. Aber der Preis ist noch okay, also nehme ich das, glaube ich, wenn sie robust genug sind, gerne in Kauf. Und die funktioniert vor allem überall. Also ich bin jetzt Asphalt gefahren, tiefen Sand, Schotter, Dreck, Wurzeln, Waldwege, das ging alles super. Und überall waren die echt schnell unterwegs. Also ich bin im Moment echt sehr angetan. Merkt man vielleicht. Und ich habe jetzt die Reifen seit 2 Tagen auf meinem Rad drauf und habe die mit 2,8 Bar aufgepumpt und die haben sie auch immer noch. Also direkt nach Montage keine Luftverlust. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Das hat mich bei meinem Pathfinder so ein bisschen genervt. Da musste ich irgendwie ständig nachpumpen. Die sind offensichtlich komplett dicht. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Dazu gibt es dann irgendwann nochmal ein abschließendes Fazit. So in ein paar 100 Kilometern werden wir uns nochmal das Profil angucken, schauen, ob ich Pannen hatte und dann berichte ich nochmal mit einem Langzeitfazit. Und bis dahin, ciao!